Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal 5 verschiedene Rohstoffe im Chart an und wir besprechen das Thema, ob wir 2026 einen Rohstoff-Superzyklus sehen könnten, beziehungsweise eine sehr, sehr interessante Rallye in den einzelnen Rohstoffen. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Bevor wir jetzt in die einzelnen Rohstoffe in den Chart und in die Analyse gehen, möchte ich zuerst noch ein bisschen die Thematik allgemein besprechen. Was sind denn die treibenden Faktoren, dass die einzelnen Rohstoffe steigen? Und ich habe mir speziell diese Rohstoffe herausgesucht, weil ich glaube, dass die sehr, sehr gute Kandidaten sind, dass wir auch in den nächsten, ja, ich würde durchaus sagen, Jahren eine ganz gute Performance erzielen könnten. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das hängt natürlich auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Das ist ganz klar der aktuelle Treiber, aber da gibt es auch noch weitere Faktoren, die die Preise nach oben jagen könnten. Für allgemein die Rohstoffe gilt nämlich, dass wir Makrotreiber haben. Das sind zum einen die sinkenden Zinsen und die Schwäche des US-Dollars. Der US-Dollar ist in der Hinsicht relevant, als dass die Rohstoffe offiziell weltweit in US-Dollar gehandelt werden. Und wenn der US-Dollar schwächelt, das heißt sinkt, fällt, dann werden die Rohstoffe tendenziell im Preis steigen, beziehungsweise das beflügelt die Rohstoffe normalerweise. Dann gibt es natürlich für die einzelnen Rohstoffe ebenfalls Faktoren, die wir durchaus auch, ich sage mal, geläufig sind. Zum einen ist es bei Gold natürlich Zentralbankkäufe, aber auch die Schuldenkrise und generell Unsicherheiten. Das hatten wir auch mehr oder weniger gesehen gehabt, aber obwohl die Unsicherheiten jetzt mehr oder weniger weg sind, ist Gold oder hat sich Gold immer noch ganz gut gehalten. Dennoch wäre ich da so ein bisschen vorsichtig, da gehen wir aber natürlich gleich in den Chart auch mehr darauf ein. Silber ist aktuell gerade interessanter tatsächlich. Ich bin da etwas bullischer, was das angeht, und man sieht es auch im Chart, dass Silber gerade im Vergleich zu Gold besser performt, und deswegen glaube ich, dass wir auch in 2026, glaube ich, das Jahr von Silber sehen werden. Und ein weiterer Rohstoff, der in der Hinsicht auch relativ ähnlich ist, aber auch in der Wirtschaft gefragt ist, ist Platin. Und Platin finde ich auch sehr, sehr interessant, nicht nur, weil es eben ein Edelmetall ist, also auch zur Geldanlage, und sondern eben auch in der Wirtschaft gebraucht wird, gerade im Bereich Wasserstoff. Da wird immer mehr investiert, gerade für Elektrolyseure braucht man unter anderem auch Wasserstoff. Und ja, für Katalysatoren ebenfalls, da wird es als Ersatz für Palladium genutzt. Darüber hinaus gibt es nicht so viele Platinproduzenten bzw. Länder. Da gibt es auch teilweise Angebotsprobleme, was die Preise auch weiter nach oben treiben könnten. Und Platin sieht tatsächlich aktuell im Chart auch sehr, sehr interessant aus, wonach ich entsprechend auch gerade im Überlegen bin, entsprechende Trades zu platzieren, dass ich mal so ein bisschen darauf spekuliere, dass die Preise da steigen. Auch sehr, sehr interessant, und das ist ein Metall, was über die letzten Jahre ziemlich seitwärts gelaufen ist, aber auch Kupfer ist das neue Öl meiner Meinung nach, gerade im Bereich Elektrifizierung. Da sehen wir große Ausbaumaßnahmen, nicht nur was die Rechenzentren angeht, sondern man braucht natürlich auch die Stromversorgung dahin, und generell, wenn man alles elektrifiziert, ein Elektroauto braucht viel mehr Kupfer als ein normales. Dann kommt noch das Thema Robotik etc. Also die Kupfernachfrage wird massiv steigen, und auch für 2030 oder ab 2030 ungefähr wird ein Angebotsdefizit erwartet, und das hat auch den Grund, weil Kupfer in den letzten Jahren auch mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist und nicht so viele neue Minen investiert wurde, weshalb hier irgendwann mal ein Angebotsdefizit kommen könnte. Und ich finde aktuell eine interessante Parallele zu den 2000er Jahren, darauf werden wir gleich auch im Chart eingehen. Und zu guter Letzt natürlich Lithium, eines der wichtigsten oder wenn nicht sogar das wichtigste Metall im Bereich Energiespeicherung, gerade auch E-Autos natürlich, aber auch Energiespeicher, also große Akkuspeicher, werden immer oder nehmen gerade richtig Fahrt auf, und da gerade wird richtig viel investiert, und es treibt die Lithium-Nachfrage gerade an und vor allem auch den Lithiumpreis, was wir ja schon sehen können. Und ja, eine Marktbereinigung hat ja durch die gefallenen Preise in der letzten Zeit auch ja ziemlich dafür gesorgt, dass einige Minen auch entsprechend teilweise stillgelegt wurden oder runtergefahren wurden, und die Investitionen teilweise auch ein bisschen heruntergefahren wurden. Also langfristig gute Perspektive für Lithium. Jetzt gehen wir mal in den Chart hinein, genug von der Theorie, und schauen uns die einzelnen Rohstoffe mal im Chart etwas genauer an. Dann möchte ich ganz kurz anfangen mit Gold. Gold habe ich ja schon des Öfteren in einem von den Videos behandelt. Wenn wir mal ein ganz großes Bild betrachten, ja, wir hatten ja die große Rallye
ab dem Jahr 2000 im Grunde die große Rohstoffrallye, da ist Gold, hat sich da vervielfacht und nicht nur Gold hatte eine sehr, sehr gute Performance, sondern eben auch einige andere Metalle. Unter anderem natürlich auch Silber und gut möglich, dass wir jetzt eine ähnliche Phase sehen könnten wie damals jetzt in den 2000er Jahren. Wir hatten hier auch eine entsprechende Dollarschwäche, was ich auch sehr interessant fand. Wenn wir da mal zurückgehen, ja, auch hier hat ungefähr im Jahr 2000 der angefangen, der Dollar zu schwächeln und das sehen wir ähnliche Parallelen, weshalb ich ganz oder glaube, dass wenn dieser Trend weitergeht, dass es eben ein sehr, sehr stark treibender Faktor auch dafür ist, dass wir steigende Preise bei Gold, aber auch bei den anderen Metallen sehen dürften. Jetzt ist natürlich die Frage, Gold ist sehr, sehr stark gelaufen, das sieht man hier im Monatschart, also eine Kerze ist ein Monat und ich sage ja auch immer, alles kehrt zu seinen gleitenden Durchschnitten zurück, also ich sage ja auch schon seit geraumer Zeit, dass wir reif für eine Korrektur sind und wenn ich mir den aktuellen Chart so anschaue, dann konsolidieren wir erstmal seitwärts, das ist erstmal eine sehr, sehr gute Sache, eine bullische Sache. Also im Prinzip ein gutes Zeichen dafür, dass wir, ich hoffe, das Allzeithoch hier anlaufen werden, aber die Gefahr besteht halt eben immer noch, dass wir es nicht schaffen, dass der Goldpreis hier Momentum verliert und dann doch eben eine Korrektur einleitet. Dann ist die Frage, wie tief. Ja, es könnte auch gut sein, dass wir erstmal in der großen Seitwärts-Range handeln. Das ist tatsächlich eines meiner wahrscheinlichsten Szenarios, dass wir hier in einer bullischen Seitwärtsbewegung erstmal so ein bisschen konsolidieren. Ja, auch mal hier im RSI die Indikatoren ein bisschen abkühlen, gerade auch im Monatschart. Ja, da sind wir auf einem sehr, sehr hohen Wert, was zuletzt in den 80er Jahren so hoch war. Also 70er Jahren, Entschuldigung. Also das ist schon wirklich mal Zeit, dass auch mal Gold ein bisschen durchatmet. Das heißt, die Renditechancen nach oben, beziehungsweise das Chance-Risiko-Verhältnis ist bei mir oder in meiner Ansicht nach bei Gold gar nicht so gut gegeben. Ich glaube es nicht, dass Gold entsprechend wieder unter Richtung $3.000 fällt. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich sag mal, der Deckel nach oben ist ein bisschen, oder der Preis nach oben ist ein bisschen begrenzt aktuell. Langfristig sieht es dann wieder anders aus, aber zumindest kurzfristig für die nächsten Monate und in 2026 glaube ich auch tatsächlich, dass Gold vielleicht so ein bisschen erstmal eine Pause einlegt. Anders sieht es bei Silber aus. Silber jetzt auch ausgebrochen über diese wichtige Marke bei 50 US-Dollar. Und Silber ist ja auch ein Industriemetall und das wird ja in vielen Bereichen gebraucht, gerade jetzt auch hier in den zum Beispiel in erneuerbare Energien, wenn da auch der Ausbau wieder weiter zunimmt, ja, das ist auch einer der größten nachfragenden Sektoren für Silber, dann heizt es den Preis nur umso weiter an. Und rein Charttechnik und gerade auch aus dem Interesse von Investoren ist das natürlich eine sehr, sehr wichtige Marke hier, diese Marke von 50 US-Dollar, die wir geknackt haben, in einem sehr, sehr bullischen und sehr, sehr kraftvollen Ausbruch hier. Weshalb ich gesagt habe, okay, wir sehen hier bei Silber erstmal steigende Kurse, zumindest mal auch im Jahr 2026 glaube ich, dass wir hier Potenzial haben, noch deutlich höhere Kurse zu sehen. Jetzt kurzfristig kann es durchaus mal sein, dass wir dieses Ausbruchsniveau testen. Das passiert des Öfteren, ja, das ist eine ganz normale Kursbewegung und da ist es eben wichtig, dass wir nicht mehr unter die $50 vor allem fallen, aber hier würde ich sogar sagen, dass wir auch nicht mehr unter die $55 fallen, weil das hier so dieses letzte Allzeithoch war und das würde dann bestätigen, dass wir entsprechend auch in Richtung $60 und dann in Richtung $70 perspektivisch in den nächsten Monaten laufen. Nicht ausgeschlossen, dass wenn sich Silber extrem bullisch verhält, dass wir solche parabolischen Bewegungen sehen, wie eben in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre oder auch im Hinblick auf 2010. Ja, da hat man auch eine sehr, sehr starke Bewegung gesehen von ungefähr $17 hin auf die $50. Also da hat sich der Goldpreis auch knapp verdreifacht innerhalb kurzer Zeit und es ist auch durchaus möglich, dass wir das hier bei Silber wiedersehen und wenn wir mal hier als Basispreis mal die $33 nehmen als Verdreifachung, ähnlich wie 2010, dann wäre das tatsächlich ein Kurs von $100 bei Silber und das innerhalb von relativ kurzer Zeit, also in 2026 ist es nicht ausgeschlossen. Ich möchte es nicht sagen, dass es garantiert so kommt, aber ich würde Silber tatsächlich nicht unterschätzen und vielleicht auch erstmal ich sag mal, die Investments liegen lassen und entsprechend einfach mal den Aufwärtstrend genießen und weiter nach oben treiben. So, gehen wir mal in den nächsten Rohstoff und das ist Kupfer. Kupfer ist auch ein sehr, sehr interessantes Metall und beziehungsweise wird in meinen Augen immer interessanter. Und wenn wir mal ein bisschen ins große Bild gehen und hier mal in die letzten Jahrzehnte hineinschauen, dann sehen wir auch, Kupfer hat in den 2000er Jahren eine beachtliche Rallye hingelegt und das hatte
nicht nur den Faktor, dass natürlich der Dollar schwächer geworden ist, sondern eben hier auch dieses starke Wachstum von China. Und wir sehen jetzt ähnliche strukturelle Gründe. Wir sehen ja den Ausbau im Rechenzentren, in der Elektrifizierung. Also die Kupfernachfrage ist schon hoch und wird noch viel mehr, also viel stärker steigen als in den letzten Jahren. Und deswegen stehen die Chancen ganz gut, dass wir auch eine ähnliche Preisbewegung sehen dürften in den nächsten Monaten. Und auch 2026 bin ich sehr, sehr bullish für Kupfer, dass wir vielleicht sogar hier eine Verdopplung beim Kupferpreis sehen könnten. Ich habe auf jeden Fall hier auch mal so einen kleinen Trade platziert. Ja, ich gehe jetzt hier oder spekuliere mal auf steigende Kurse, aber das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Das ist keine Anlageberatung, aber allein vom Chartbild finde ich das Kupfer sehr, sehr interessant. Wir sind im Monatschart, im Wochenchart und im Tageschart eigentlich im Aufwärtstrend. Das heißt, über den gleitenden Durchschnitten haben hier diesen Ausbruch über diese letzte Konsolidierungsphase geschaffen. Das klare Ziel ist jetzt kurzfristig in den nächsten, ja, also im Dezember würde ich sagen, hier ungefähr die 5,90 Dollar pro Pfund. Das wird das Kursziel sein in den nächsten Wochen. Und darauf spekuliere ich, dass wir das eben erreichen. Kupfer ist und bleibt eine volatile Geschichte. Ich denke, auch hier kann es durchaus mal heftigere Rückschläge geben, aber wenn wir mal das große Bild betrachten, ja, auf die nächsten 5 Jahre betrachtet, glaube ich, dass wir hier eine sehr, sehr schöne Performance bei Kupfer sehen könnten und dementsprechend auch natürlich bei den Kupferminenaktien. Wenn ihr wollt, dass wir ein Video machen über die Kupferminenaktien, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, in eigener Sache, würde mich das natürlich sehr, sehr freuen und den Kanal unterstützen. Und wenn ihr das könnt auf der App, auf dem Smartphone hypen, das wird natürlich mich unglaublich freuen und den Kanal unterstützen. Und dann schauen wir uns mal den nächsten Rohstoff an. Platin, auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, nachdem wir hier jetzt in den letzten, ja, im Prinzip seit 2016, seitdem wir hier so einen kleinen Boden geformt haben im Grunde, in den letzten 10 Jahren, ist Platin extrem stark ausgebrochen. Ja, wir kommen jetzt hier von ungefähr knapp 1000 US-Dollar und sind jetzt schon 60% gestiegen und ja, auch hier das Kursziel meines Erachtens in 2026 durchaus, dass wir in Richtung 2000 US-Dollar laufen könnten, beziehungsweise hier in Richtung Allzeithoch von 2200 Dollar. Auch Kupfer, Platin dürfte ähnlich wie 2002 hier von der starken Nachfrage aus der Industrie auch profitieren, gerade aus dem Bereich Wasserstoff, was ja auch ein entsprechend interessanter Sektor wird für die Stromversorgung bei Rechenzentren, auch dezentralisiert. Ja, also auch hier dürfte die Nachfrage, was Platin angeht, von der Industrie steigen und natürlich auch generell das finanzielle Umfeld, ja, das wird natürlich auch besser mit dem schwächelnden Dollar. Also von dem her auch Platin durchaus möglich, dass wir hier eine Fortsetzung sehen, aber natürlich alles, was in so kurzer Zeit so stark steigt, das schreit auch so ein bisschen, dass man erstmal so eine Konsolidierung bekommt. Ja, das heißt, für Platin erwarte ich tatsächlich, dass wir hier auch erstmal so ein bisschen seitwärts konsolidieren könnten. Also auch hier würde ich darauf achten, dass wir, bevor der Aufwärtstrend weitergeht, hier diese 1700 ein paar zerquetschte US-Dollar nach oben durchbrechen. Ansonsten glaube ich, dass wir hier erstmal in dieser Range gefangen sind, so 1500 bis 1700 US-Dollar, dass wir da erstmal seitwärts gehen, aber grundsätzlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dann hier nach oben ausbrechen. Deswegen, gerade für die Trading interessanter finden, ist dieses Video, glaube ich, am ehesten gemacht, denn hier kann man auch dann entsprechend ganz gut Geld verdienen, auch in solchen Seitwärts-Ranges, wenn man hier entsprechend dann handelt. So, kommen wir zum letzten Rohstoff und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff, habe ich ja schon genannt. Und auch in den letzten Videos zu den Lithium-Aktien habe ich das besprochen gehabt, dass wir jetzt wieder eine anziehende Nachfrage nach Lithium bekommen. Jetzt weniger von dem Elektroautobereich, da sehen wir immer größere oder immer, ja, doch aktuell eigentlich immer noch Probleme bei der Nachfrage. Aber das, was den Lithiumpreis so nach oben treibt, ist unter anderem auch die steigende Nachfrage von diesen Energiespeichern. Und das ist auch ein Thema, was zusammenhängt mit dem Thema Rechenzentren, ja, denn die brauchen natürlich kontinuierliche Stromversorgung. Und da sind so Speicherlösungen, Pufferlösungen für Notfallstromversorgung natürlich auch entsprechend relevant. Und dementsprechend ist der Lithiumpreis hier erstmal im Aufwind. Die Frage ist natürlich, wann kommen wir endlich wieder ins Angebotsdefizit, was hier diese hohen Preise damals ausgelöst hatte.
Da erwarten die Experten vielleicht sogar schon 2026 und 2027 perspektivisch, dass wir hier auch entsprechend wieder ein Angebotsdefizit bekommen und dann sind die Preise hier locker doppelt so hoch und dementsprechend auch sehr, sehr gute Chancen, was dann die Lithiumminen angeht. Also ihr seht, wir haben aktuell eigentlich ein sehr, sehr bullisches Umfeld und auch die Charts sehen sehr, sehr gut aus, was die Kursbewegungen angeht bei den einzelnen Rohstoffen. Und für mich hat es sehr, sehr viele Parallelen zum Jahr 2000 und den 2000er Jahren. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Ich bin gespannt. Lasst uns gerne da diskutieren und die Meinungen austauschen und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.